Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ja, ich bin diesmal wieder mit der Anne zusammen im Hunsrück unterwegs und zwar genauer auf dem Schinderhannespfad von Kastelau nach Gemünden. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so ist, würde ich sagen, bleibt mal dran und dann finden wir das zusammen raus. Die heutige Route liegt im Westen Deutschlands, im Mittelgebirge Hunsrück. Start des Schinderhannespfades ist in Kastellaun. Von dort aus führt er gen Süden über Simmern bis zu seinem Endpunkt in Gemünden. Der Schinderhannespfad startet am alten Bahnhof in Kastellaun. Nach kurzer Strecke durch den Ort bogen wir auch schon in Richtung Wald ab und passierten die Traumschleife Burgstadtpfad, welche wir bereits in einem anderen Video vorgestellt haben. Eines der Highlights des Schinderhannespfades erwartete uns bereits sehr früh, der Kyrillpfad. Dieser ist ein Lehrpfad, auf dem die Folgen des Orkans Kyrill aus dem Jahr 2007 bzw. Sturmschäden als solche gezeigt werden. Weiter ging es vorbei am Kletterwald Kastellaun, welcher leider an diesem Tag geschlossen hatte. Der weitere Verlauf des Weges zeichnete sich vor allem durch einen steten Wechsel von mehrheitlich breiten Wegen und schmalen Pfaden ohne größere Schwierigkeiten aus. Allerdings sollte man trotz der Einfachheit des Weges auch auf diesen achten und nicht dauernd auf die Kamerafrau, wie der Tobi feststellen durfte. Man sollte hingucken, wo man hinläuft. Den beginnenden Herbst nutzte der begeisterte Blümchenfotograf Tobi, um sich auch einmal in der verwandten Pilzfotografie zu versuchen. Bei vornehmlich grauem und nassem Wetter ging es weiter und nach einiger Zeit auch aus dem Wald hinaus auf Felder und vorbei an einer schön anzuschauenden Kulisse von dunklen Wolken und sich drehenden Windrädern. Auch die Sonne ließ sich hier zwischenzeitlich einmal blicken. Als besondere Herausforderung erwies sich eine kleine Hängeseilbrücke. Während Anne elfengleich hinüberschwebte, machte der Tobi eine eher ungeschickte Figur. Hier folgten wir ein Stück weit der Traumschleife Klingelfloß und passierten auch die namensgebende Schutzhütte. Begleitet vom bereits gewohnten steten Weg- und Wetterwechsel näherten wir uns unserem Etappenziel am Ortsrand von Simmern.
zweite Wandertag unterschied sich sowohl vom Wetter als auch vom Weg her wenig vom ersten. Grauer Himmel und ein steter Wechsel von schmalen und breiten Wegen über Felder und durch Wälder waren für unsere zweite Etappe kennzeichnend. Auch stießen wir wieder auf eine Traumschleife, die Traumschleife Domblick, welcher wir für einige Kilometer folgten. Auf der Traumschleife hatte die Wegführung ihren stärksten Abschnitt. Auf einem schmalen Waldpfad ging es über Wurzeln bergauf und bergab. So kamen wir schließlich zum ersten von mehreren Aussichtspunkten auf den Hunsrückdom, einer Kirche des Klosters Ravengiersburg, dessen Ursprünge bis ins Hochmittelalter zurückreichen. Nach diesen beiden Highlights verlief der Weg weiter in für uns mittlerweile gewohnten Bahnen bis zum Ziel des Schinderhannespfades in Gemünden. Der Schinderhannespfad hat eine recht unaufgeregte Wegführung über Feld und durch Wald mit wenigen Highlights, wie beispielsweise kurzen Abschnitten auf den Traumschleifen Klingelfloß und Domblick. Gleiches gilt auch für die Sehenswürdigkeiten. Highlight war hier der Kyrillpfad. Jenseits davon gibt es noch die ein oder andere schöne Aussicht, beispielsweise auf die dort stehenden Windräder oder auch den Hunsrückdom. Die Beschilderung war insgesamt okay und leistete sich nur wenige Aussetzer. Hier und da wäre eine etwas geschicktere Anbringung wünschenswert gewesen, da man die Markierungen leicht übersehen konnte. Einen Kritikpunkt möchte ich nun aber noch anbringen. Vom für den Weg namensgebenden Schinderhannes war auf dem Weg selbst, abgesehen von den Schildern mit dem Wegnamen, recht wenig zu sehen. Hier hätte sich eine thematische Aufarbeitung, zum Beispiel in Form der ein oder anderen Infotafel, sehr gut angeboten. An Simmern führt der Weg lediglich vorbei. Dadurch verpasst man den dort befindlichen Schinderhannesturm, in welchem der Schinderhannes inhaftiert war. Eine Integration des Turmes und der Innenstadt von Simmern in den Wanderweg würde diesen deutlich aufwerten. Ein paar kurze Worte noch zum Thema Material. Einen eigenständigen Wanderführer gibt es für diesen kurzen Weg nicht.
aber einen Flyer mit den wesentlichen Informationen zum Weg. Ja, da haben wir es geschafft. Der Schinderhannes-Pfad ist gelaufen. War ein insgesamt ganz netter Weg, jetzt aber ohne größere Highlights unterwegs. Ja, und dann würde ich sagen, für dieses Mal war es das wieder. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen, uns zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da ist ein Fleck drauf. Nein, ein Fleck! Jetzt darf's aufhören.